Hallo, mein Name ist Philipp Schuster, ich bin Skateboarder und passionierter Fotograf und werde euch heute den Einstieg in die Skateboardfotografie erklären. Die häufigste Frage, die ich bekomme, ist, womit kann ich die besten Actionfotos machen, wie ist da der Einstieg ins richtige Equipment für die Skateboardfotografie am geschicktesten. Da sage ich halt eigentlich immer wieder, es ist eigentlich völlig wurscht, womit man fotografiert. Also man kann eigentlich mit einem Handy schon großartige Fotos machen. Heutzutage ist die Technik schon so weit vorangeschritten, dass man halt wirklich mit ein paar hundert Euro schon richtig vernünftiges Equipment bekommt. Trotzdem möchte ich halt da so einen kleinen Tipp abgeben. Ich finde es halt eigentlich immer ganz gut, dass man mal mit so einer klassischen Spiegelreflexkamera anfängt. Die fangen dann halt bei 250 Euro der Body alleine an. Aber ich würde auf jeden Fall davon abraten, zu schnell zu viel Equipment anzuhäufen. Beispielsweise ist natürlich das Fisheye in der Skateboardfotografie sehr, sehr beliebt. Aber es ist jetzt absolut kein Muss, dass es quasi so die erste Brennweite ist, mit der man anfängt, Skateboardfotos zu machen. Also ein anständiges Objektiv gibt es eigentlich schon so ab 100 Euro plus minus für den Einstieg. Das wäre dann halt zum Beispiel ein 1,8 50 mm Objektiv. 1,8 steht für die größtmögliche Blendenöffnung. Im Normalfall sind halt bei den Fixbrennweiten die Objektive mit einer größeren Eröffnungsblende sind dann meistens auch die qualitativ hochwertigeren. Es sind dann halt natürlich, je lichtstärker die Objektive sind, desto mehr kreativen und gestalterischen Spielraum hat man dann. Beispielsweise, wenn man die Blende aufmacht, hat man eine wesentlich geringere Tiefenschärfe und kann dann zum Beispiel ein Objekt besser vom Hintergrund loslösen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Blende zumache, habe ich eine wesentlich tiefer gehende Schärfe. Das heißt, die Objekte, die nah an der Kamera sind, kann man genauso scharf abbilden wie welche, die halt relativ weit im Hintergrund sind. Aber da allein nur mit der Blende kann man schon sehr, sehr variantenreich arbeiten. Es gibt dann noch eine zweite wichtige Komponente bei der Einstellung der Kamera neben der Blende, das ist die Verschlusszeit. Bei einem Skatefoto kann man jetzt einmal so über den Daumen gepeilt sagen, dass man ab einer Tausendstel Sekunde und kürzer ein scharfes Bild ohne Bewegungsunschärfe hinkriegt. Wobei das natürlich jetzt auch kein Muss ist, man kann genauso mit Bewegungsunschärfen bewusst spielen und dadurch ein spannendes Bild gestalten. Also wenn es um die Gestaltung einer Skatefotografie geht, sind da natürlich der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Ich finde es immer ganz nett, wenn man den Skateboarder vor einem homogenen Hintergrund freistellt sozusagen, sprich eine weiße Wand, ein blauer Himmel oder so, dass man diese Silhouette, diesen Umriss vom Skater ganz klar erkennt und einen nicht allzu unruhigen Hintergrund hat. Ja, dem richtigen Augenblick in der Skateboardfotografie kommt natürlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Da ist es das Beste, wenn man halt einfach mit seinen Freunden und Kollegen ausrückt, ein paar Tricks fotografiert in den unterschiedlichen Phasen der Bewegung und einfach schaut, was einem gefällt. Man kann dann halt natürlich auch die diversen Skateboard-Magazine durchblättern und einfach schauen, was einem gefällt und sich da ein bisschen Inspiration holen. Also ja, schnappt euch eine Kamera, sei es jetzt eine neue oder irgendwo eine gebrauchte von der Mama oder eine analoge vom Opa, wie auch immer. Geht's raus, schießt Fotos, habt Spaß und ich wünsche euch ganz viele großartige und intensive Momente hinter der Kamera auch.